tap. Yo, dan tap. Hoeveel? So today we're going to do the practice of Parnashavari according to our program. What I'm making here practice Parnashavari, so have we planned. Parnashavari is the nowadays very important practice and very much needed for this very difficult time. Whole world is facing through such a difficult with COVID-19 or such epidemic disease. Everybody trying to do something for that. So we, as Drikung Ling, His Holiness Drikung Jangkung advised and to do that practice. Not only just that, he took this text from Lord Jigten Sumgön, the founder of the Drikung lineage, 800 years ago now, who was the reincarnation of Nagarjuna, who was the manifestation of the three times of Buddha, and his works and Dharma texts, outer collection of his works, inner collection of his works, suchness of the sacred, profound collection of his works, which is very profound, extraordinary teachings. From this teaching, His Holiness took the one very important healing Tara practice, healing Dakini. So that is the Parnashavari. Tibetan we call is the Lojoma or Rito Lama Jomba. So it's actually the Dakini who wearing the leaves, tree leaves, right? So that is the meaning of the Dakini. So we are having geplant as program, unser program, Parnashavari heute. Heutzutage, es gibt so viele Probleme, also das ganze Welt jetzt erfahren, Leiden, Angst und Schwierigkeit, körperliche und Geist, emotional auch, die Coronavirus oder Covid-19, ist alle andere Probleme, die haben wir vorher, die haben wir in Samsara, sind immer noch da, aber im Moment ist so die solche Epidemie oder Pandemie, die Krankheit ist manifestiert. So alle, fast ganze Welt ist die Moment unter Panik, Angst und auch depressiert, so viele Menschen. Deswegen wir als Dharma praktizieren, religiös, alle versuchen etwas zu helfen, mindestens Unterstützung, emotional Unterstützung, geistige Unterstützung und auch Heilung, so möglich bald diese Krankheit oder Virus innen kann, also Beseitigung vorbeigehen können. Deswegen seine Heiligkeit, Drikung Jangkung, hatte einen Text gegeben und hat auch wie ich sage so, empfehlen, dass wir allen Drikung Gehörigkeit, Angehörigkeit und alle die folgende Drikung Dharma Praxis, nicht nur so, andere auch, man kann machen.
erzählen. So, vom Lord Jigten Sumgön ist eine Arbeit, Dharma-Kollektion. Es gibt die Außer-Dharma-Kollektion von Arbeit von Lord Jigten Sumgön, inner Band oder Text und dann Geheimnis oder so eine profound, eine Tiefgrund Dharma-Text oder so seine Arbeit. Die sind sehr, sehr tiefgrund, ganz besonders außergewöhnliche Dharma-Praxis. Alle Belehrungen, die Lehre vom Buddha, 84.000 Lehre vom Buddha ist zusammengepasst, dass die Text Außerkollektion, Innerkollektion und Geheimnis oder tiefgründige Dharma-Praxis, seine Arbeit. Lord Jigten Sumgön, weiß das schon, ist die Begründer Drikung vor 800 Jahren und war Reinkarnation, die große indische Mahasiddha, man nennt die zweite Buddha selber, Nagarjuna. Lord Jigten Sumgön ist auch Manifestation der drei Zeiten des Buddha, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Solche Dharma-Texte, solche Masters, Kollektion des Texts in seine Heiligkeit hat rausgenommen die Parnashavari Praxis. Es gibt viele Heilungspraxis, Schutzgottheit und medizinische Praxis, aber das ist ganz besonders mit der Parnashavari Praxis, Text in Heilung, ist Gegengift für solche Epidemie-Krankheit oder solche Virus, so Departement, so Problem. Deswegen ist diese große Praxis, hat er nachgegeben für uns. So wir allen versuchen jetzt, jede Drikung Zentrum, Kloster, Gruppe machen diese Praxis durchführen. Und das ist nicht nur für diese Momente Krankheit, diese Momente, was wir spüren, Problem, sondern das Ursachen des Problems, Ursachen des Virus, Ursachen des Krankheit, so Beseitigung und Reinigung und vermeiden, dass alle diese Problems oder Hindernisse, so deswegen finde ich ganz, ganz wichtig, wir versuchen zur Praxis in diese Sadhana und Mantra-Rezitation, weil das ist genau jetzt, Moment brauchen wir. Es gibt viele verschiedene Praxis, aber es ist genau jetzt diese solche Problems. Menschen sind jetzt nicht nur körperliche Krankheit, sondern ein Virus, sondern auch Geist. Viele haben Angst, Panik und auch traurig und Einsamkeit. Wir sind im Moment okay, aber wie viele Menschen jeden Tag leiden das? Nicht nur die Menschen, auch Tiere. Im Moment ist wirklich schwierige Zeit. So wir können nicht einfach denken, unser Leben, unsere Finanz oder Geschäft, sondern auch für die anderen Leute. So deswegen Praxis finde ich wirklich gut. So hier haben wir heute Parnashavari Praxis. Parnashavari
is the Tibetan highest Lojoma, the Dakini, the Bulletin Blatten Tracken. Sie tragt eine Bulletin from the in the text so state. So deswegen ist es auch for the Heilung Praxis. So today, Parnashavari practice, as I explained before, it is very important to support our people here physically, mentally, emotionally. So physically, we cannot do that so much. We are not a doctor, we are not a nurse. Those who are from land, doctors, nurse, and medical assistants are really appreciated that they are really giving their life, working day and night, so they're doing the over hours. And we are just stay at home and cooking, we still talking thing, what's the problem, what's happening. But those people day and night doing that is really nowadays is the work for the Bodhisattvas work, giving on naming, because I hear lots of they're getting sick, they're getting affected through this disease. But still, you see, that is very, very important that we think about that. So here, the Parnashavari practice is the very important because Lord Jigten Sumgön's, the collection of work Lord Jigten Sumgön is the 84,000 teachings from Buddha. It's to collect it, and the essential point is in his text. So we can really appreciate those who worked on it. So this is small sadhana today we have. It's also translated different language and transcript different pronunciation. And so His Holiness really wish that everybody do and constantly, intensively to do that practice to end up as soon as possible this tragedy, what we facing now, whole world. So this is somehow our responsibility because we take every day sort of like promise that we're trying to benefit all sentient beings. Right? So we even say all mother sentient beings. So if all mother sentient beings, your mother is affected such virus. So it's very difficult. So that's why we should try to do the practice very important. And as I said, Parnashavari is the actually very special healing for the such kind of disease. There is so many different healings. There is, everybody knows there is a mantra healings, there is medicine healings, there is a will of the protections, but it's like medicine. Each disease, each sickness has its own medicine, right? So if you have headache, you have to take the tablet, which is for help of the headache, not for stomach. So that's why the practice also different. So each kind of disease, illness, there are different healing power, healing deities. So that's why Parnashavari is really specially like this kind of epidemic disease. So pandemic disease, such a aggressive, it's going very fast. It's going very fast. Every country trying to control. It's almost under control. It cannot control. So it's uncontrolled. It's almost so going everywhere. It's spreading. It's very strong. So we need to mentally support to the practice of spiritual power. So that's why I thought it is really necessary we do that. So here is Parnashavari's picture, photo, which is now actually many people walked, especially from Sweden. Sabrina Meditation Center created, walked lots, many hours spent
So her implements, ornaments, sitting positions, and everything is almost now correct through the sadhana, is matching with the sadhana that we are reading now. So that's why it's very important. So we will do for that. So before doing that, we have to have the good motivation. That motivation, as I mentioned always, is the bodhicitta, loving kindness and compassion are the very, very basic, important practice. Without having that, nothing going to be happen. So again, to remember that for immeasurable practice, meditation, immeasurable of love, immeasurable of compassion, immeasurable of joy, immeasurable of equanimity. These four meditations, basic meditation, is so important. Without that, the foundation is not there. So it's what kind of practice you do, any kind of practice you do, it will not be succeed because the foundation is not stabilized. So that's why it's very important once again reflect your mind. So generate mind of bodhicitta. So in order to do the bodhicitta, first we have to have these four meditation, immeasurable meditations. So reflect that and think about that. If we do really have or not, right? So even though we're trying to have that, but we have to really sort of like integrate it to with our practice, to apply it. It's very important. So heute, as wir haben schon gesagt, wir machen Parnashavari Praxis, diese Sadhana, der Text haben wir jetzt, ist mehrere Sprachen, auf mehrere Sprachen übersetzt. Es gibt Deutsch und auf Englisch und in Chinesisch, auch die Aussprache auf verschiedene Sprachen. Dann haben wir hier das Bild, die Parnashavari. Es war auch ein bisschen schwierig zu finden, das richtige Bild, wie genau steht in Sadhana. Das so in Sadhana steht etwas und wir haben viele verschiedene Bilder, ist nicht passend zusammen. Wenn es nicht passend zusammen, die Leute schon lange Praxis gemacht, ist es okay, aber die Anfänger ist es sehr kompliziert. So deswegen viele arbeiten über dieses Bild, auch ein Lama und andere, und dann auch die Hauptarbeit, Hauptbild haben wir hier, ist die Sabrina vom Schweden Parnashavari Meditation Center, hat sie das eigentlich alles so gut zusammenpassen mit unserem Text gearbeitet. Habe ich seine Heiligkeit schon gefragt und er war sehr gefreut. Er sagt, das ist sehr gut, wir drucken das, wir machen das Tanka und wir machen das genau die Praxis mit diesem Bild, was das bestätigt eigentlich. Es gibt nicht so große Änderung jetzt, hoffentlich. Und das ist ganz wichtig für die Leute visualisieren, was hat sie gehalten, was sie auf dem Lotus-Beispiel auch vorher war blau oder rot und so. Jetzt haben wir eine ganz besonders ist die weiße Blumen oder der Lotus. So deswegen ist nicht so ganz einfach, aber jetzt haben wir fast alles gut. So wir machen das Praxis heute zusammen. Vor der Praxis, wie immer habe ich gesagt, ist die Motivation. Man muss gute Motivation haben. Ohne Motivation, es funktioniert eigentlich nicht. So deswegen ist ganz wichtig, dass eine gute Motivation durch die Praxis führen kann. So hier nochmal die 4 unermessliche Meditationen.
4 unermessliche Meditation, unermessliche Mitgefühl. Mitgefühl hier bedeutet ist die Großmitgefühl, Mahakaruna, oder? Und unermessliche Liebe des Güte. Es ist die so, man sagt manchmal, bedingungslos Liebe, ohne Bedingung. Einfach zu helfen, einfach wünschen allen vielen Lebewesen glücklich sein, Ursachen des Glücks. Dann unermessliche Freude, Freude für alle. Und sie sind getrennt von der Leiden, dann fühlen wir Freude. Und sie sind erreicht, und sie sind glücklich, dann haben wir Freude. Das heißt unermessliche Freude. Und dann Gleichmut. Diese Freude ist Gleichmut sein. Nicht nur meine Kollege ist jetzt schon Gehalt, ich freue mich, aber der andere egal, nicht so. Wenn vor dem meine Freunde, von dem meine jemand, das du hast liebt, ist vor dem jemand anderes ist Gehalt auch Freude. Feind oder und gibt jemand hat nicht so gute Beziehung, aber ist egal. Freude ist unermessliche Freude. So diese 4 ist die Basis, das Praxis. Fundament das Praxis. So ist ganz, ganz wichtig. Ohne diese, es bringt nichts. Ohne das, der Praxis, egal was wir machen, es wird nicht erfolgreich. So deswegen Bodhicitta ist die Anfang ganz wichtige Praxis. Bodhicitta ohne diese 4 unermessliche Praxis, Bodhicitta funktioniert eigentlich gar nicht. Deswegen wäre es sehr gute Praxis. Wie habe ich vorher einmal erzählt? So alle Praxis, was Sie machen, alle Sadhana, was Sie benutzen, man muss kennen, ist das authentisch oder nicht. Meditationsgottheit auch, nicht nur einfach dieses Meditationsgottheit, Gurukuli oder Parnashavari, nicht einfach. Er muss ein bisschen studieren, er muss ein bisschen lernen, woher kommt, wie geht das um. So das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, so Parnashavari ist die eigentliche, gibt 2 Systeme, die 21 Tara Lobpreis, gibt 2 Traditionen. Eine Tradition, habe ich schon gesagt, vorher auch, Mahasiddha Surya Gupta in Indien. Er war ganz bekanntes Mahasiddha und hat seine Kloster ist die Nalanda Institution oder Nalanda Universität. Und danach sein Studium fertig gemacht, hat er Retreat oder so Yogi weggegangen. So Yogi-Praxis, dann wir leben nicht im Kloster. So, wann er das Praxis gemacht und während seiner Retreat, er war krank und die Krankheit war Leprosy. Und Leprosy ist Schwierigkeit. Und das ist eigentlich Epidemik. Niemand kann kommen nah. Und deswegen es war sehr schwierige Zeit. Dann hat er auch gehört, nicht nur er, sondern das Dorf neben der er ist alle Dorf sind krank mit dieser Leprosy. So es war sehr schwierig. Und hat er gedacht, ich muss etwas Lösung zu finden. Eine Heilungslösung, schnell und stark Praxis zu finden. Irgendwann hatte er ein Gefühl in das Tara-Praxis, so alle diese 21 Tara-Praxis gemacht, 3 Monate lang. Und er hat 3 Monate lang 21 Tara-Retreat gemacht und dann endlich, Ende des 3 Monats, hatte er Erscheinung gehabt, die 20. Tara. Diese Lobpreis, man er liest jeden Tag und genau diese 20. Lobpreis, dieser Satz, Paragraph, man hat dort gekommen und hat Erscheinung gehabt, eine Tara, gelbe Tara.
und Beleiten tragen, Dakini. Und sie hat so Segnung gegeben, gesegnet ihm. Und das war alles gehalten. Er hatte nur kleine Punkt, seine dritte Albumspunkt, er hat kleine, das bedeutet es, dass er war krank. Das war eine zu prüfen, dass er kann sagen, ich war krank, siehst du, ich habe noch ein bisschen her. Und sie hat gesagt, das lasse ich her, ein kleiner Punkt, seine Stehen, so das ist die, er kann zeigen, Leute, er war nicht, das nicht, die Leute gelaufen ist. Die Leute gelaufen ist, kannst du schon nochmal was da hier, unsere Zoom nochmal schauen, was ist. Ich denke, heute gibt ein Problem. Damit das, oder? Hast du? Nein, ich habe nichts, aber. Ja, siehst du. Emilian, aber die Christa ist weg. Wie viele sind jetzt? 2 nur, aber Christa ist weg. Nein, es hat ja einen Problem. Ich bin hier. Voilà. Ist okay. Okay, so dann, wie habe ich gesagt, so das ist die, so er hatte nur kleine Punkte oder kleine so Zeichen, dass er kann zeigen, sonst ist alles gehalten. Dann hat er runtergegangen in Dorf, um diese Praxis geben, also diese Praxis, wo die Leute hatten gehört, oder so alle Dorf war eigentlich krank. So, er hatte diese Tara-Praxis, Tara-Heilung-Praxis gegeben. Und diese Dorf ist während in eine Woche alles geheilt. So, es ist ein bekanntes Tara, Heilung Tara, so genannt, verstehen Sie. Und danach hat er 3-mal diese Pantament oder Epidemie-Krankheit ganz Indien 3-mal gehabt. Und das war Acharya, die Mahasiddha Surya Gupta hatte diese Tara durchgeführt und alle war sehr gut und ist schnell geheilt. So deswegen ist so bekannt Tara-Praxis heute her. So, es ist nicht nur einfach so kommt, deswegen finde ich sehr ganz wichtig Praxis. Und dann, so das ist, da hatte er eine Zeit, der System der 21 Taras. Der Name sind ein bisschen anders, Farbe sind ein bisschen anders und die Position auch nicht immer gleich, aber es ist genau die 20. Tarat. Vom 21 Tara ist die Parnashavari. So ganz wichtig, zuerst denken wir Geschichte. Warum ist so bekannt und beliebt als Heilung Tara? Okay? Und dann anderes System ist die Adisha. Adisha, er weiß schon, dass Adisha hatte auch die 21 Taras Lobpreis zusammengefasst. Und besonders war Adisha gereist von Indien nach Indonesien zum Treffen seiner Lehrer, Selingba. Und auf dem Unterwegs, er muss den Ozean überqueren mit dem Boot oder Schiff. Und wenn er ganz Mitte, und dann kommt so stark Strom. Und das Wellen ist so groß. Ganz schwierig. Man hatte gedacht, jetzt ist schon vorbei eigentlich. So er hatte Tara gebetet. Das gibt die 8 Tara beten, also 8 Tara Supplication, Lobpreis, so dass ich Bambamala Chatsolo diese Tara. Und dann hat er auch Erscheinung gehabt, ist eine Erscheinung gehabt, 8 Tara. In dieser Tara steht auch die Parnashavari. So deswegen ist so ganz wichtig Tara-Praxis. Und dann alles war ruhig. Er konnte so gemütlich gehen, gemütliche Reise kann. So solche ist ganz besonders Tara-Praxis. Und andere ist die Drikung Sumgön.
nach dem seine Lehrer alles Belehrung bekommen und hat er auch Retreat gegangen. Das kennen wir schon. Er hat Retreat gemacht in Ijung. Das gibt eine Höhle, heißt Ijung-Höhle. So dort hat er meditiert. Und während der Meditation nochmal seine letzte karmische Reinigung, die gewöhnliche karmische Reinigung, war er auch krank als Leprose. Und es war so schlimm. Er hatte nicht unter den Topf gegangen, weil er wollte nicht andere Leute einsteigen. Und sondern seine Meditationshöhle zurückgezogen. Und deswegen gibt er kein Essen. Deswegen gibt er nicht so helfen. So er hatte gedacht, jetzt ist die Zeit gehen. Habe ich schon gesagt, oder? Und dann hatte so eine vor dem, er hatte eine kleine Avalokiteshvara Tanga oder Statue, hatte gedacht, ich mag zuerst die 3 Verwogungen des Avalokiteshvara, dass er kann mir helfen in dieser Welt. Alle die Menschen solche Krankheit hat, alle Lebewesen, die erfahren solche Probleme, nehme ich alles mit. Ich gehe jetzt. So hat er gedacht. Und er hat 3 Verwogungen gemacht. Und er hat 3 Verwogungen gemacht. Und die letzte Verwogung oder die Niederwertung, er war sehr schwach. Dann hat er eigentlich runtergefallen und dann ist so Unbewusstsein geworden. So es war nicht so kurz. Es war nicht nur 1 Stunde. Es war eigentlich 2,5 Tage. Und er vom Unbewusstsein rauskommt. Während der Zeit hat er Erscheinung 7 Tara, die 7 Schützerin Tara in Deutsch sagt man, oder? So in diese 7 Schützerin Tara gibt auch die Parnashavari eigentlich. So das ist die Heilung. So große Praxis. Man muss so kennen zuerst geschickt. Warum? Wir geben nicht nur einfach so, sondern es ist ganz besonders Praxis. So hier diese Tara auch vielleicht Farbe und die Hand, was sie haltet, Attribut, vielleicht nicht immer gleich, aber sie war in dieser 7 Tara auch. So ist es besonders ganz wichtige Tara-Praxis. So wir versuchen, wir machen deswegen, darum machen wir das Tara-Praxis. Und so, das ist eine kurze Geschichte. Und habe ich schon gesagt, diese 2 Systems, Tara, Lobpreis, Acharya oder Mahasiddha Surya Gupta hat gemacht, dass die höhere Tantras System, so Yoga Tantra und Anu-Yoga Tantra, so Chittamani heißt es, Tara Chittamani. Tara Chittamani gehört zu der höheren Tantra. Und Adisha hat so geschrieben, Reihenfolge, das gemacht wird, ist die Nida-Tantra, Kriya-Tantra und Charya-Tantra. So ist das ein bisschen anders geordnet. Die geordnet ist ein bisschen anders, aber es ist gleich Bedeutung. So müssen wir ein bisschen kennen, warum Parnashavari heutzutage, oder? Facebook, WhatsApp und ich weiß nicht, Instagram, überall Parnashavari Mantra, Parnashavari Bild, so warum? Es war ganz, ganz wichtig, da kann ich wissen, es ist immer noch so. Deswegen finde ich ganz, ganz wichtig, wann wir machen das Praxis. Es ist immer noch, es geht nicht, oder? Oder so. Vielleicht machst du, mal schauen. So jetzt die Praxis. So today we do the Parnashavari practice. Why we have to do the Parnashavari practice? Why it's so important? Before doing the practice, you should know a little bit the history of Tara. History of Tara, why we do that. In Tibet, actually say, without knowing the story, if you do just, it's a blind practice, blind trust.
So even if it becomes doubt, it's really help for the next or not. So you don't machine something image. So if you don't tell the history or sort of like what was before, then we get little slowly doubt. Maybe they just tell it, maybe they just give it, right? So you can read the text, you can check it, you can analyze it was or not. It is really, really important. So Marpa actually, and Marpa was not giving any single teaching without telling the story. He said, otherwise you just believe I tell you water is green, you think it's green. I tell it's like yellow, you say, oh yes, that is a stupid way. He said, you have to know it. Everything you want to do practice, check first, then do the practice. That is the Buddhist philosophy as well. So here, let's give the two different traditions. The two traditions are, as I said, one was the Indian master, Acharya or the Mahasiddha Suryagupta. So he was great scholar, great master in Nalanda institution. Then after he took the path, the yogis way. So when they are take the yogi way, they go away from the monastery at that time. Actually, the monastery not let to stay yogis there because the yogis doesn't take the rule of the monastery. Naropa too. He was even Kempo Apet for the Nalanda institution after he took the Tulshuk Tibet, because the yogi way. So they kick out actually from monastery. So he had to go. And Biruba too. Biruba from the Sakya lineage. The Yogi Biruba, he was one of the very scholar, very respected monk in Nalanda institution. But after he taking the yogi way, and they kick out actually. But this doesn't mean something wrong, but yogi cannot stay there because it doesn't fit with the monk's rule. The yogi does little crazy way. So that's why Acharya, the Mahasiddha Suryagupta, he went out of the monastery. He did his solitary retreat near the King Rajgir. So when he did that retreat, he got sick. He got sick, that was the leprosy. So whole body, whole skin is like falling out. But he don't want to go to the village to infect them. But he heard all the village is really, really affected. So he was thinking, what going to do? What will be the best healing? So he did the Tara practice, 21 Tara practice, 3 months alone. During that 3 months, he recited the 21 Taras presses, the presses. And end of the 3 months, the one comes to the 20th paragraph, the 21 Taras presses. So he had appearing like vision, the yellow Tara, the Dakini, which is the warring lotus, the leaves, tree leaves. And when that appearing comes, all his disease was healed. It's cured. Only one straw left here on his forehead. And she said, I will leave that because that people can believe you are ill. Otherwise they think, now you have nothing, you are lying. They will not believe, even you want to treat them. So that said, I am already gone through. Then people say, okay, you can help us. Otherwise they say, stay far away, we don't want to affect you. So they will not accept your treatment, understand? So she left little like a hole, like little straw here. And so he, after that hill, he went to the village. He gave that Tara practice. That time not called the Parnashavari, but it's called the city sambar. So sambar is like which you are feeling Tara, which you are feeling Tara. So you understand which you are feeling, which fulfill. Sorry, in German it makes which fulfill Tara. So then this village was really cured as very fast, within 1 week. And after that in India, whole India had 3 times such epidemic disease, such a pandemic. And only through their Tara practice
has cured. So that's why it's very important, the Lojoma, the Parnashavari practice. The second tradition is this Tara tradition, the Acharya Mahasiddha Surya Gupta is the higher Tantra. So Yoga Tantra and Yoga Tantra system. It's a Chittamani, Tara Chittamani, maybe you know the Roma Chittamani, right? So this is the Yoga Tantra and Yoga Tantra. And then the second one is the Adisha Dipankara, who was the really famous master, right? So Adisha Dipankara also write down the Tara press, Tara presses. So the 21 Tara, and he practiced constantly 21 Tara. He loves that Tara practice. And then when he traveled to visit to get his teaching from Lama Selingpa from India to Indonesia when he wanted. So he had to cross the ocean. He had a small boat. So the middle of the ocean comes like a strong wind, like storms. And so waves, it's like almost mountain falling, so dangerous. So Adisha thought, now let's go, time to leave. Unfortunately, I could not meet the Lama, but I have no regret. I'm going to take the teachings, such things, Lojong trainings, right? So he thought I would use the prayer, so he prayed Tara. When he prayed Tara, there was 8 Taras appear. One of these 8 Tara is the Dakini Parnashavari. So that's why it's also very beautiful story. So there is Tara prayers. Many of you know Gachanam Buddha's Lamas chant that Dashi Bambarma La Chaza Lo, this amount says so. There's Tara prayers, the 8 Tara prayers, right? It's very famous. So there was very special. So then all the wind is come down. There's no waves. He could travel so smoothly. So Madatara, they call it. And now the third, that is the second system. So he wrote right down the 21 Tara places as Kriya Tantra onto Charya Tantra. So the lower Tantra, 2 lower Tantras. So it's names, colors, implements, sitting position, sometimes not same. It doesn't mean they are different. We not stay always same, right? We not always wear in the same clothes. So don't need to get confused with that. And then third is Lord Jigten Sumgön itself. When Lord Jigten Sumgön, when he left from the Pamudruba and went to the retreat, solitary retreat in the Ijung cave. So when he did the retreat, long term, the end of the purification, the last purification of his karma, before the reaching the enlightenment. So there was really strong purification. The strongest purification comes, you sometimes get really sick. Sometimes you really get crazy almost. That is the really strong purification. There you need support, there you need Lama, there you need Dakinis, there you need Idam. So Lord Jigten Sumgön, when he had last purification, so he got again sick. He got leprous. And so he was really thought, now it's not going to be survive. But I'm not going to the village to affect my village people. So that's why he stayed back in the cave. And then somehow he thought, now it's not going to be cured, so I will leave. Means actually I will going to be dying. Before my last breath stopped, he had a small Avalokiteshvara Buddha compassion statue or Tanga something, I don't remember. So he thought, I'm not going to die without saying the thank you for the Buddha to be being here. And so he wanted to do 3 prostrations to the Buddha. And when he did that, he did prayer.
I do pray, yes. I would like to really depth from my heart in this entire of this earth, all sentient beings, especially human beings who are having these problems. This is such epidemic, pandemic, or the price, leprosy, what do you say? I would like to take with me, even I have to become more suffer, no matter I want to take that. Through his such great compassion, immeasurable compassion, without limitation compassion, he did 3 prostrations. During that, he was really weak because first of all, it's sickness. Secondly, no food. He cannot go to the begging because he don't affect those village people. So he fall down and become unconsciousness. It was actually long, 2.5 days, but he felt it short. So after that, he wake up from the unconsciousness. Everything was healed, cured. During that time, he had a vision, 7 taras, the 7 supplication of Tara, understand? So that, in one of that Tara was again Parnashavari. So it's such wonderful, isn't that? Such a good practice. We are very lucky to have that actually. So Jigten Sumgön, that was the last purification. So he realized karma, so causes and effect, how to purify it. So we say, no, I'm purifying, that he really knows, deep from the heart, took such great compassion, motivation to take all sentient beings suffering. He really took it. 2.5 days, going almost through the battle, and to purify all that. So that is very beautiful. So Shasum Nima Doshela, Mikowoji Ling, Ransarta, Kundetin Nechto, Nanjoki Anju Minasam, Sojik Desongo said. 2.5 days, I have purified all the obscurations, all karmas, negative karmas. I realized that the essential point of the causes effect. Now I feel as the king of the yogi. So he really actually, the realization of Mahamudra has achieved. Isn't that beautiful or not? So we should practice Parnashavari, even if you want to have realization of Mahamudra. Ready? Realization of Dorje, realization of the emptiness, to purify negative. Without that you cannot. Without purifying all the negative defilement, we cannot achieve the realization of Mahamudra or Dorje, whatever. So that's why it's really profound, really great practice. So that's why we want to do this practice to benefit all sentient beings. We're trying to cultivate bodhicitta, those all people who are having this problem, who is now suffer and who has really fear, anxiety, panic. So we would like to help them do this practice. Please think about that. And so this is like story, you see, you have to know that before the doing practice, how is that. It does not just only cure the disease, it gives you realization. It gives you the purification of the karma, cause and effect. So that's very, very important. So for the market will practice, habe ich in auf dem Englisch ein bisschen anders noch mehr erzählt, ist die Lord Jigten Sumgön. Durch diese Praxis, wenn hatte Vision gehabt, diese 7 Tara-Schützerins, während des 2,5 Tagen hat so gereinigt, alle karmisch, die alle Verdunkelungen karmisch, negative Karma, verstehen Sie. Und nicht nur das hat gesagt, ich habe jetzt realisiert,
die Leerheit oder Mahamudra. Ich fühle mich jetzt als die Königin des Mahamudra. Er hat gesagt, ich habe jetzt bekommen die Realisation, dass die Kernpunkt, die Ursachen des Wirkung, ist es nicht ganz einfach. So der Kernpunkt des Ursachen des Wirkung habe ich realisiert durch die zweieinhalb Tage, wann er war Unbewusstsein, hatte Erscheinungen, die 7 Schützerin Tara. So diese Tara-Praxis ist nicht nur das Heilung einfach Krankheit, einfach das die Virus, sondern auch Reinigung. Reinigung und auch die Realisation erlangen die Buddhaschaft. Mahamudra, Dzogchen, alles wäre. Man muss zuerst die Reinigung. Ohne karmisch gereinigt, niemand kann erlangen das Mahamudra, niemand kann erlangen Dzogchen oder Buddhaschaft. Reinigung ist ganz wichtig. Und jemand schon gereinigt, alle karmische Ursachen und Wirkungen, dann kommt nicht Virus, dann kann nicht anstecken. Es gibt keine Ursachen. So deswegen ist ganz wichtig zuerst die Praxis, Ursachen und Wirkungen zu verstehen durch die Tara-Praxis, habe ich schon vorher gesagt. So deswegen ist ganz wichtig, zuerst denken wir, was hat sie gemacht bis jetzt? Wer hat gehalten durch diese Praxis? Man muss ein bisschen so lernen. Er kennt das schon über Lord Jigten Sumgön, aber hat er so gesagt, ich habe auch in Englisch, auch tibetisch gesagt, dass Shasumnima Dorje Mikobuji Ling Ransarta nicht. So, das ist ganz wichtig. Dann Dorje Anjuk Minasam heißt er sagt, ich bin jetzt König des Yogis. Und das heißt Mahamudra. Leerheit realisiert. So ist es ganz wichtig, manchmal ein bisschen durchgehen. Die letzte Karma-Reinigung kommt. Wir werden manchmal krank oder schwierig. Manchmal fühlen wir traurig. Manchmal fühlen wir irritiert. Weil das ist Karma-Reinigung. Das ist nicht etwas leicht. Immer gemütlich, immer so schön und immer so gut kann man nicht Reinigung machen. So, man muss haben ein bisschen hart. Das ist kein Problem. Okay? So machen wir langsam die Praxis. Schon haben wir nicht so viel Zeit. Ich habe immer zwei Sprachen muss machen, deswegen ist das Problem. Ich denke, aber ist okay. So hier haben wir Parnashavari. Visualisieren die Parnashavari ist ganz wichtig. Habe ich letztes Mal schon einmal gesagt. Sie ist gelbe Farbe. So gelbe Farbe ist die symbolisierte Sonne. Es gibt 3 Gesichter. Die zentral ist der Hauptgesicht, heißt ist die gelbe. Und das Gelbe symbolisiert also Sonne, dass die Verdunkelungs, wie sage so, Beseitigung. Eliminate heißt in Englisch so eliminiert alles. Ist die Sonne. Ohne Sonne, dann sind wir dunkel, oder? So dass die Sonne ist die Mitgefühl. Ist die Mitgefühl. Es ist die Mitgefühl. Wirklich. Denken das so. Sie hatte das so. Und dann hat sie wie sagst du, Gesicht, Blaufarbe und blau und weiß. Blau bedeutet ist Luftelement, Wasserelement oder Luft. Hier sagt, in diesem Text steht Luftelement. Normal blau haben wir grün, aber hier ist Luftelement, das bewegt sich. Diese Heilung geht nicht nur hier, und wir machen das alles, und das Wind erreicht, bis dort geht Heilung. So, dass es gibt keine Grenzen. Das ist ganz wichtig. Das ist die Dharmakaya, heißt das Natur des Geistes. Das ist Natur des Geistes. Das ist die Naturheilung. Und
dann weiß ist die Mundenergie oder Mund symbolisiert. Und das bedeutet, ist die Krankheit, Beseitigung, Heilung. Alles Krankheit. Krankheit ist wie ein Feuer. Leidende Samsara ist wie ein Feuer, so ein Tal. So, wenn der Mund ist, das ist die, wie sag ich so, erfrischen. So, cool Energie. Das Element, so dass alles abgekühlt, diese Hitze, diese Samsara-Hitze, abgekühlt ist die Mund, oder? So in Medizin Buddha sagen wir auch so, niemand da wo Marik umbasin dawa da wo Drubpon. So erste ist die Marik oder die Unwissenheit. Transformiert Unwissenheit als Weisheit, gelbe Farbe. Und weiße Farbe ist die alles Krankheit, Verdunkelungs, Hindernis, Beseitigung, als Mondenergie. Und blau ist hier, ist der Wind, das so nimmt, überall bewegliche, verstehst du das? Man muss so gut verstehen. Und diese drei Gesichter ist auch, Buddha, wie sagt, drei Kayas, Dharmakaya, Nirmanakaya und Sabokakaya. Saboka, gelbe als Sabokakaya, blau als Dharmakaya und weiß ist die Nirmanakaya. Sabokakaya, Dharmakaya, Nirmanakaya. Drei Augen ist das bedeutet, sie sieht dreizeitig Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Und andererseits ist sie ist nicht mehr in der Samsara. Das müssen wir verstehen, ganz klar. Ist das gut? So das Praxis. Einfach kurz Erklärung, nicht so detailliert, müssen wir nochmal machen, sonst haben wir keine Zeit. Und das 6 Arm ist die 6 Paramitas. Ich habe schon auch gesagt, 6 Paramitas, ganz, ganz wichtig. Die erste Rechtsseite Hand, halt Vajra, symbolisiert Methode und Glückseligkeit und stabilisieren. So, diese 3 Bedeutungen, nur diese Vajra gibt es so, das ist ganz wichtig. Man muss gut verstehen. Okay? Und dann nächste Hand haltet es die Axt, oder? Axt ist die abschneidende Ursachen des Krankheit. Eigentlich Ursachen des Krankheit ist Ego. Ist nicht mehr. Verstehen Sie? So Self oder Ego, ich und meine. Das ist so. Und dann die dritte Hand haltet ist die Pfeil. So der Pfeil habe ich schon gesagt, dass die schießende Konzepte, so viele Konzepte haben wir. Drikung heißt das so. Das viele Yogi hat, Saraha hat auch Pfeil, Shavari hat auch Pfeil, wie ein Jäger. Sie jagt das unsere negative Gedanken und negative Konzepte jagen das. Verstehen Sie das? Ist ganz, ganz wichtig, an sich zu visualisieren, wie funktioniert das. Und auch jagen jetzt Corona. So tot das. Kann man schon denken, kann man visualisieren. Sehr gut. Alle diese Ursachen des Krankheit, okay? Und dann linken Seite, erste Hand, wieder diese Mudra, habe ich gesagt, das ist der Warning, also Zeichen, das so Warning heißt, also Bond. Und mit Lasso ist Fangen. Fangen, dass unsere Gedanken, Konzepte, Monkey Mind, das Geist, denken zu viel heutzutage. Deswegen, darum, Leute haben Panik, Angst, traurig, alles. Weil es bleibt nicht zu Hause. Körper bleibt zu Hause,
aber die Geist geht überall. Und sie hat, so deswegen haben wir Angst. Und Geist bleibt auch zu Hause, Abstand halt. Geist halt nicht. Körper halt Abstand, Social Distance, aber Geist nicht. Und deswegen bringt viele Nachrichten, viele verschiedene Informationen, auch negative Energie. So fangen ist die Laser, ist ganz wichtig. Und die zweite Hand hat sie halt, ist eine Blumen, kann man schon sagen, so Pflanzen, ist die Heilung Medizin. Das Medizin Buddha hat auch 3 Schmecken, oder? So sauer und süß und salzig. Die sind die 3, die Heilung. Es ist ganz wichtig. Ja. So, dann letzte Hand hat sie Pfeil. Bogen, so Bogen, ja, Bogen. Habe ich schon gesagt, Bogen, die symbolisiert die Weisheit. Weisheit und Leerheit. Vajra symbolisiert Method und Glückseligkeit. Bogen symbolisiert Weisheit und Weisheit, Leerheit. So diese 4 zusammen, Weisheit, Leerheit, Methode und Glückseligkeit, mehr brauchen wir nicht. Schon erlauchtet eigentlich. Und unser Geist erreicht diesen Zustand. So deswegen ist ganz wichtig, visualisieren einfach klar. Versucht das wirklich. Und andere Erklärung, mache ich nur kurz, dann machen wir praktisch schon eine Erklärung, ist Dharmakirti. Drikung Dharmakirti, der erste Reinkarnation seiner Heiligkeit Kunsang Dharmakirti war Arzt, also Arzt. Sehr bekanntes Arzt. Alle Drikung Medizin ist vom Dharmakirti. So Dharmakirti hat noch eine anderes erklärt, ist das 3 Gesicht, ist das symbolisiert als Gegengift für die 3 Geistgift. Unwissenheit, Anhaftung und Hass. Er hat so erklärt. Gegengift des Unwissenheit ist die weiße Farbe. Ist die Unwissenheit transformieren als Weisheit. Und Gegengift des Hass ist die gelbe Farbe, als wie ein Feuer. Unwissenheit Hass transformiert als Liebe und Mitgefühl. Und dann die Anhaftung, Attachment, Anhaftung. Gegengift des Anhaftung ist blau, als Wasser hier gehört so anders ein bisschen, nicht confused, so wie ein Wasser. Das Gegengift ist die Blaufarbe. Habt ihr verstanden, das so 3 Gesichter, das Bedeutung. Andererseits, er hat auch geschrieben, ist diese 3 Basiskrankheit, ist die, alle Krankheit kommt von hier, diese 3 Basiskrankheit. Lung, Chiba, Begin heißt, oder? Die Windkrankheit, Gallikrankheit, Schleimkrankheit. So diese 3 Krankheiten, gegen Gift oder Reinigung dieser 3 Krankheiten hat sie 3 Gesichter. Zuerst ist die Gallik oder Hitzekrankheit gegen Gift. Reinigung ist die gelbe Farbe. Und dann die Windkrankheit, die Windzerstörung, Reinigung, Gegengift ist die Blaufarbe. Und dann haben wir Schleime, Beginn, ist der Elementkombination Erde und Wasser normal. Ist die Gegengift dieser Krankheit, Reinigung, Schleime, Beginn ist die weiße Farbe. Denkt das klar, meditieren darauf. So schön. Solche schöne Meditationspraxis habe ich nie gehört. Kombination mit der Medizin. Es ist ganz wichtig, man visualisieren das, Praxis machen das zwei. So, das ist kurze Visualisierung, Praxis. Und nachdem wir machen das Mantra, in
in diesem Visualisierung Mantra ist nicht ein Herzen, kaum Silbe in Herzen sowieso da, aber der Mantra läuft nicht Kreis, sondern vom Parnashavari hat das Krone, die Krone ist der 5. Jnana Buddha. Und der 5. Jnana Buddha tropft Nektar und zuerst der Selbstheilung heißt. Als wir sind Parnashavari Samaya Sadhana. So alles unsere eigene Krankheit, Traurig, Zweifel, Angst, alle das Geistgift gereinigt. So gute Konzentration. Dann kommt nochmal zweiter Mantra. Und zweiter Mantra kommt, anders Heilung heißt, Heilung des anderen. Zuerst die Außerwelt, Land, Dorf, Kontinent und ganz Universum kommt so viele Parnashavari. Jede Parnashavari hat auch gekrone das mit der 5. Jnana Buddha. Der 5. Jnana Buddha mit dem Nektar ist einfach Burschen. Und auch allen vielen Lebewesen, Menschen, Tiere, Vögel, die jemaligen wir sehen kann oder jemaligen nicht sehen. Alle vielen Lebewesen, unsichtbar und unsichtbar. So alle Reinigung, Heilung, das wäre sehr gut mit der Praxis. So wir machen langsam danach Praxis zusammen. So today here, Parnashavari practice, we're going to do the text as soon as possible, where we have not much time. But anyway, here is the Parnashavari. So explanation Parnashavari, you will get actually short explanations when to finish with Sabrina. She's going to write down. I have explained a little bit according to the Jigten Sumgön and according to the Dharma Kirti as well. So here again is the Parnashavari is yellow color, is the symbolized, stabilized, the color itself. And three faces. The central one is yellow, which is the symbolized of the moon, sun, to eliminate all the negative, inflectable emotions, especially that is called the maripa. So maripa is the ignorance, the root of the ignorance, you can say. That maripa is that inflectable emotion which that you're not allowed to recognize your natural mind, that you're not allowed to realization of emptiness, mahamudra, still not. And that is called the maripa. So it's the vidya is the ripa, avidya is the maripa, avidya. So it's avidya. It's not only just kalisha. Kalisha is the all together, but it's the avidya. Really, we have to fight that. We have to go through that. Otherwise, cannot purify, it cannot heal. So sun symbol is the the purification and antidote. That's maripa. Maripa does not mean that we don't need to make it take away. We just have to recognize. When you recognize that, it is wisdom. So Milarepa said, I was a bit stupid that looking for the wisdom else in Maripa. He said it was there. Maripa itself is wisdom, right? So that's why we still not recognize. Still, the problem is that we not realize, we not recognize. That's why it's suffering. That's why it's a problem. So it's very important to think that to this practice. And white color is the symbol or represent of the moon, which is the pacifying all the negative, especially such disease, such epidemic, such pandemic disease, like it's fire, it's the cooking. So we have to calm down it with the coolness, the energy from the moon is called, right?
medicine Buddha, everybody know that when we pray that, so Nimata will marry Mumbas and Dawata will Dorje Tungasi. So it's we in moon to pacify, not we, like moon, to pacifying all the negative, all these inner obstacles. It's very, very important to think that, especially healing. This is the healing process. And then the blue color is represent us. Here saying it's like wind. So wind carry that healing power. You can send limitless way. Wind doesn't stay one place. It is unobstructed. So it goes through. It goes right and left. Even mountain is closed anyway. So that's why it's very important to visualize these three phases. In other hand, as I in German also said, three kayas. The three kayas is the Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. So yellow represent us Sambhogakaya, white represent us Nirmanakaya, and blue represent of Dharmakaya. Three eyes is the three terms to sing wisdom eyes. Past, present, future, understanding of the cause, effect, karma. Understand that? So it's very important to visualize that, to think of that, how to get this practice. 6 arms she has, that is the representative of the 6 parameters. The 6 parameter is very, very important practice everyday life. We should apply it. Without that, the practice are not purposely going. It's very important. It is the practice, it is the path, it is the application that we have to do it. And the hand implements, so the first, the vajra. The vajra is the symbol of the method and bliss, method and bliss. Union of method and bliss and stabilized. So it's undestructible bliss, undestroyable, isn't that? So just think about that. And then she holds also the X, which is the cut, the root of the disease. Root of is actually ego. Here refers to the ego. I and my. As long you have I, there is my. As long you have my, there is I. And then it's always a problem. So that is the meaning. And then the third, what she holds is the arrow. The arrow is actually shooting to our concept. It's not ego here. The concept is too fast. It's like running. So if you have read the Jäger Gombo Dorje's story in Milarepa when he met this Jäger, so Milarepa talked to the dog. You think something is running and something is coming behind you. So the Jäger Gombo Dorje, he was hunter. Sorry, in English, all mixed. So hunter. This problem is in German, English, 2 languages all mixed. So anyway, so hunter Gombo Dorje. When he come to the Milarepa, so Milarepa was thinking, you think that you can catch something the other side. You think that you can run from this side. Both are concept. Both are dualistic mind. You cannot run, you cannot catch. That is the Mahamudra. Actually, he introduced the Mahamudra directly, that hunter and the dog and even the deers, 3 of them. Really such a profound teaching. You should read that song, should sing that. This Hunter Gombo Dorje, what Milarepa sing to song him. That is really profound. That is the best Mahamudra instruction. We are like that. We always want to run somewhere, catch something, right? So we all think something lose and something gain. So Milarepa said, no losing, no gaining, no catching, no running. You should just have to realize that. That is perfect teaching I found. So that way that the arrow is the symbolize of the, you understand? So you cannot run. It will be shooted there.
immediately Mahamudra. It's Mahamudra arrow. And on the other hand, at the left side, which first you hold with this mudra, is called a warning. If you don't obey me, if you don't listen to me, I warn you now. Actually, so we should practice. It's a warning that once you are born, you will die. There's not much time left. So that is the warning. And the last one is the catching off again our thoughts, monkey mind. Direct tour, Milarepa says, direct tour. So as I taught last one time, Milarepa said, it is possible to catch even birds. It is possible even to catch wind, but the illusion of thought mind you can never catch. It's such a crazy. Now these kind of problems we say, so social distance, we stay home, but mind not stay home. Traveling everywhere, visiting many people, so maybe get affected. So that way is really this license, shakwa, Tibet call. Right, so catching and kiting is very important. And then she has the implement tree like plants, like leaves. Or this is the medicine that the medicine Buddha has. Medicine plants, aruparu, guru. The three tests. The three tests is called sweet, sour, and salt, which is to purifying the three root cause of the negative, the root cause of karma, the disease, long tiba begin against, which is very, very important for the practice. And then last one is the arrow, not arrow, how to say. She has then hold the bow, right? Bow and arrow, bow. So that bow symbolized as wisdom and emptiness. Vajra symbolized method, pleasing method, wisdom, emptiness. This four combination is the final realization what we have to reach. Enlightenment is nothing more than that. So if you achieve that, that is really the final stage. So it's not just purifying negative karma, to realization of the Mahamudra, realization of the Sandi Maha doctrine, realization of the emptiness, the highest point of emptiness, through this practice is a really important practice, okay? So we're not going to do so many details now, time is running, because two languages here. As I in German explained, from the Dharma Kitty, there's very nice explanations, but we have not time. But anyway, the three faces, according to the Dharma Kitty, the first reincarnation of Holiness Kunsang, who was the Manchushiri itself. So he was doctor, physician, and from him comes all the Drikung Soric traditions, Drikung medicine, which is very well known, which is really appreciated. Many doctors, many great doctors really appreciate it. Especially the practice of the Sambhogakaya medicine Buddha is really beautiful. So anyway, he explained these three phases. The first is the purification of the three mental poisons. Understand? So the three mental poisons is attachment and ignorance and hatred. So here saying that yellow is the antidote for the hatred, aggressive, and white is the antidote. Antidote for ignorance. Marikpa, what we talked before, that Marikpa actually. So Adya also has some. Avidya. So Vidya is the Rikpa, and Avidya is the Marikpa. Understand? It's the antidote for that. And the blue color here is the antidote, this attachment. So root cause of the disease, to purifying, to minimizing, to eliminate. And the other hand, as I said, the three bases for the disease, all disease is the long tiba begin.
So which is the disease which is caused by the wind is called the lung, right? Lung disorder. Now really lung disorder nowadays. So many people have lung problem. So that is the antidote, or just to cure, healing for that, is the blue color, blue face. To purify, to cure, and to antidote. And then we have the next one as the yellow is the heat and disease. Actually the gallbladder in Tibet used to Tiba, whatever is more than gallbladder, Tiba disease. All caused by the heat. Heat does not mean that you have so lots of heat. I think you understand. Heat means you have less heat as well. You cannot digest. You cannot do many things. The Tiba energy is not enough. So it's not just gallbladder, what we think is the organ, is entire of the function of this Tiba what has. That is very important to know that, right? And then white color is the bacon, the package. And so bacon, which is caused by the cold disease. So it's a combination of earth and water elements normal. So it's cold. This is bacon disease. Many of you know that bacon what means, right? So many people have bacon problems. So everybody have three types. Everybody belong to the three types: bacon type, wind type, and Tiba type. So understand that. So this is the purification, how to do this practice. And there is such more explanation from the Dharma Kirti, but we're not going to do everything now. So anyway, we will read text together. And what I want to say is visualization of the mantra today here. There is a seed syllable, PAM, is the center of our heart. We are visualize ourselves as Parnashavari. And the crown of the Parnashavari, there is 5 Dhyana Buddhas. The 5 Dhyana Buddhas dropping the nectar to the us, first part of the mantra, during the mantra, to purifying our body, speech, mind, all the disease, healing. And then second mantra comes with the first in the container, which means our outer world. So countries, states, districts, continents, universal, slowly expanded. And then all sentient beings, humans, animals, birds, visible, invisible, hell beings, hungry ghosts, all go through that. So you should visualize sky is filled with a Parnashavari. So many Parnashavaris. Each sentient being, top of the head has one Parnashavari. That means it's filled. And that Parnashavari is the crown by the 5 Dhyana Buddha is dropping the nectar. And the 5 wisdom mind, 3 best disease, all purifying. So that is the healing process. So we will do that slowly together. Okay? So anybody have the text? So I have text here. So we will do together slowly, read in Tibet. The translations you have to read after practice. Zangye jo dan zo ge jo nam la jang jo prado da ne gyab zun je da ge je zo ge ve zo nam ge dro la ben je zangye dro bra jo zangye jo zo ge jo nam la jang jo brado da me gyab zun je da ge je so ge ve so nam ge dro la ben jer san ge dro bra yo san ge jo so ge jo nam la jang jo brado da me gyab zun je da ge je san ge ve so nam ge ro la ben jer san ge ro
nga ge ge dang zhe wa gyur je do nga me be de wa da me zha wa gyur je nye ring cha da nye da zhe nyom la ne gyur je mo nam ga da nyam be sem je tam je de wa dan de be gyur dan de bara gyur je do nga dan do nga je gyur dan de bara gyur je do nga me be de wa da me tra wa gyur je nye ren cha da nye dan de ta nyong la ne wa gyur je ma nam ga da nyam sem che tam che de wa dan de be gyur de bara gyur je dong dan dong gyur dan de bara gyur je dong me be de wa me tra wa gyur je nye ring cha da nye dan de ta nyom la ne wa gyur je ma nam ga sem che tam che de wa dan de be gyur de bara gyur je dong dan dong gyur dan de bara gyur je dong me be de wa me tra wa gyur je nye ring cha da nye dan zhe ta nyom la ne wa gyur je chan zo wa dan ju jing cha pa da je zo ye ran gu je zo wa ye ge wa chung se da ge je zan ba tam je zo be chang cheng o mo so ba wa shu do zra wa dra so ba wa shu do je jo be do jo tam do ma ne ran xin je nam bra da gom be ngang le ran ge she bam se wo ji chung ba ze le wo ze chu sem che tam che ye ne da no ba zo cha vi tek pa dan tre wa tam che chang ne o ze de chu du ne sa wan ye ye ge de nye la tim ba de yong so gyur wa le rang ge je ge ran ye chung de ma re chu de sum ge sang ge tam che ge yong de gyur kun do ser mo sha sum ba o ser wa yong ga wa ye ngo cha zhu ba ye dang bo dorje ye wa na cha da nam ba sum ba na da nam ba yong ye dang ding zu da sha ba ye wa xing lo nam ba sum ba shu na be ma kar wo ding na be bong bar ve na shu ba di du ga ne bam le be ma da da ve ding bam ser wo le wo ser tro ran xin ye ne ne yi she chen zhang za hong bang ho ni zo me bra tem la ra ya tu ge sa wo le wo ser tro ve on ge la ring ko che chen zhang o ben za gu la sa ba re go re pu be du be a lo ge ge ne be de bra de za so wa
Kada Ambe Kinga Samaya Shire Homo She Pombe Juan Kuro Kurga Timada Chulama Le Don Yutu Weje Wange Lana Ranye Kembarajo Om Bisha Ze Parnashavari Sadhana Arayakam Paden Bube Dube Aloge Gende Nevede Shamda Pradeza
Bishatse Parnashavari Sadhana Prashamane Om Bishatse Parnashavari Sadhana Prashamane Om Bishatse Parnashavari Sarvamare Prashamane Om Bishatse Pranashavari 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 Sarvamare Prashamane Namka Tamche Gambara Tuzi Nyumbab Neba Ham Yuris Jagangan Neda Noba Tamche Shivara Yuru Om Bishatse Pranashavari Sarvamare Prashamane 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 Om Bishatse
Bishata Parnashavari Sadhana Pashamanam Bishata Parnashavari Sadhana Pashamanam Bishata Parnashavari Sadhana Pashamanam Bishata Bishata Parnashavari Sadhana Pashamanam 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 Bishata Parnashavari Sadhana Om Bishata Parnashavari Sadhana Pashamanam Bishata Parnashavari Sadhana Pashamanam Bishata Om Bishata Parnashavari Sadhana Pashamanam Bishata Parnashavari Sadhana Pashamanam Bishata Om Bishata Parnashavari Sadhana Pashamane Om Bishata Parnashavari Sadhana Vore Aragam Padi Puende Dube Aloge Gende Nevede Shabda Pradesa Dorje Changje Lama Dambayi Dadang Kanso Semche Maluba Rilo Langyo Lamo Traje Yo Rajen Chekwa Chembo Nyewale Dorje Pade Chezare Roma Lamo Chola Chazo Sangyurune Chekwa Kunde Kyora Zedu So Dorje Changje Dele Naroda Marba Mela Choje Gambova Pamo Druva Java Drikung Kaygu Lama Namje Trajisho Solam Diye Tamje Sepaye Tona Nebe Trana Ramje Yega Naje Balon Drupaye Sebe Zole Drova Drova Lama Kunga Samara Sovade Chodu Kuze Ringvara Sovade Chile Darjin Kevara Sovade Lama Dang Dramara Mebara Jinjilo Jambe Bawo Chidara Kimbada Kundu Sambo Deyan Deshide Deda Kunji Chiso Dalonje Gewa Deda Tamche Rabdu Sangye Kusun Yeve Chelanda Choni Megura Dembe Chelanda Gende Meje Deve Chelande Chetarang Oje Molan Drobarasho
Kunjo Sumgye Tenpa Dan Sangye Dan Chanchu Senpa Dan Shingye Labda Zonye Yongso Zobe Ngadan Chenpo Dan Chöde Yen Nambra Dache Samye Mikya Ye Toye Dede Shindu Drubpon Yurunje Dadan Kade Tam Cheki Kesundu Sabada Yobe Kive Zawadi Dadan Simchen Tamche Nyurdu Lana Mebra Yantaba Zobe Chanchu Rinpoche Dobra Yurunje Sheja Kunse Kunye Chudye Je Tende Nela Wangdo Drikung Rinchen Paje Tenpa Sinteba Shejo Tozang Gombe Zingyuru Je Gomba Namda Kada Tenpa Yin Mano Lamda Gewa Jiruba Sachung Gombo Drikung Rinchen Je Tenpa Tarye Yuren Genyuru Je Kare Rawa Grove Shingansu Pendan Dewa Madu Chombene Chere Sewa Tenzin Kyazoyi Shabe Site Badu Tengyuro Konjorin Jesum Jingowoni Gyaten Zimba Druve Bekarachang Dunga Sambo Jingye Sing Zimba Chile Dundro Gyaran Shabden Shong Konjo Sumgye Tenpa Zimba La Mage Wanjo Che Zun Jambe Yang Tu Terin Chen Drome Ding Zimba Chöje Na Wange Gyar Shabde Gyönje Mago Kondo Kara Zosan Genge Ula Dien Dorje Genge Rola Se Chere Zelai Shazan Drubpon
Yondu Sempa Tujin Donanda Sanjin Changsen Pame Koje Go Deji Ngozai Badu Meba Ye Dewa Chenshi Chawe Chingamde Dajen Dene Zebu Da Yewa Shinje Parman Chabaru Dere Gene Nase Shado Shodike Tage Malan Tabayi Chojo Sanje Chasen Tamje Gingmen Drubpon Jingye Labdu So Teya Da Bensen Teya Awan Buddha Naye So Chanjo